So, und Rhea. Excuse me, Professor. How are you holding up? I know how heavily grief weighs upon one's heart. I lost my mother some time ago. It was... Forgive me my moment of weakness. Even all these years later, I cannot recall that time without feeling the pain, as if it were brand new. Just know that I am praying for your mind and your heart to find peace. This is... Okay, noch mal ein Geschenk reindrücken. Du magst doch sicher auch Blumen. Hier. I appreciate that. Da ist nur ein Herz hoch. Was ist da? I appreciate. Ist auch nur ein Herz. Gibt es eine bestimmte Blume, die du magst? I appreciate. Eine Rose? Nein. Lavendel? I appreciate. Ali wäre jetzt weggelaufen. I appreciate. Okay. Zumindest alle mal ausprobiert. Oh. Dorothea möchte auch einen Support mit mir. Ray leider noch nicht. Einfach alle Blumen schenken, die ich habe, ja. Oh. Was? Manuela möchte noch was von mir? Hast du noch mehr? Right. I wonder who they were. Okay. So. Na komm, wir machen schon mal die Hauptquest hier. Wenn ich eh gerade hier bin. Oh, hallo Sortis. Oh, is something hiding just behind that book? Ein Ledersäckchen mit einem Ring drin. That ring! I have seen it before. Ah, I know. Gerald showed that ring to you beside a grave. Do you recall? He said he wished for you to have that ring one day. That means it's yours. He also said that you should gift that ring to someone special. Okay. Oh, hier liegt auch noch was. Fortlands Enzyklopädie der Fische. Cool, noch mehr Punkte. So. Ach ja, Moment, wir waren noch gar nicht im Abyssus. Fällt mir gerade ein. Hätte ich fast vergessen. Und dann muss ich noch einmal kurz angeln gehen, um zu gucken, was da für ungewöhnliche Fische sind. Und vielleicht ballern wir Rhea noch auf A-Support. Mit einfach ein paar Geschenken. What's that? Hey you, listen up. I've got something to report. But maybe now isn't the time? You seem down. Got something on your mind? I hope you know I'm here for you if you ever have your own stuff to report. That's what friends are for. Unless it's about money, in which case, I'm busy. Okay. What? Captain Gerald's been killed? I can't believe it. From all I'd heard about the man, I thought he was indestructible. He was so strong. What could have possibly... forgive me. I shouldn't speculate. Das muss ja wohl eine ganz besondere Waffe gewesen sein, die ihn da umgehauen hat. This month feels different, doesn't it? Garrick Mock's all tense, like the whole place might explode. This is why I've kept to myself all these years. I don't want to be anywhere near whatever's about to happen. Mhm. So. Wen haben wir denn hier noch? Professor? Hey, pal. I see you're up and at 'em again, yeah? Good on you. No use crying over the past and all. Balthus, have some sensitivity. Who knows what the poor dear is going through right now? That poor dear can hear you, you know. Talking about someone like they're not there. How cold can you get? A fair point. Please, Professor, forgive my indiscretion. You have my condolences. Remember, the first step to healing is a hefty dose of revenge. Get out there and get to it.
Erstmal ein bisschen Rache. Nee, der Bärenkopf ist nicht deiner. Der Bärenkopf wird wahrscheinlich auch nicht deiner sein. Remember, not mine. Nein. Was soll man die hier in der Ecke machen? Achso, die beiden da hinten streiten sich und die beiden feuern sie an. Okay. Viel Spaß. Mal gucken, was wir auf der Müllhalde mal wieder finden. Ein Übungsschwert und ein kaputtes Giftschwert. Das ist echt einfach nur eine Müllhalde. Fred, Gerald raised you, yeah? He was all you had. You must be feeling a lot right now. When a parent dies, it really leaves a mark. So feel what you need to, no matter how that looks. But know that your inner fire will keep you moving ahead through even the hardest times. Dein Bärenkorb? that's not- Nein. Dann gehört er wohl Harpy. Hey, it seems like you're having a hard time. Not that I can really understand what you're going through. I know that this is painful, but don't lose hope for the future, okay? Someday you'll be able to accept what's happened. And in the meantime, you have plenty of friends here to support you. Me included. Mhm. Whoa. I was sure I'd never see this thing again. So. Dann. Jetzt aber der ganze Stuff, den wir machen können. Also, dann gehen wir erstmal essen. Mit Balthus und Hilda. Und allen anderen dann auch. Und es sind Sauna und keine Ahnung, was noch alles. Kommt drauf an, wie viele Punkte ich gleich noch habe. Ah ja, und das Turnier wollte ich eigentlich auch gerne mal versuchen. Also das harte Turnier. Da wollte ich nochmal gucken, ob ich das vielleicht jetzt schaffe. So. Spezialität des Tages. Sind die natürlich nicht mit dabei. Balthus Hilda. Balthus Hilda. Irgendwo. Wird doch sicher auch mal Balthus und Hilda sein. Als ob die kein Gericht haben, was die beide mögen. Das sind zumindest immer meine Leute immer ganz oben. Da. Endlich mal. Die wollen zusammen Fisch essen. Look at us. That's right. Brings me back to the days when you, Holst, and I were inseparable. So. Wer braucht denn überhaupt alles Essen, ist die Frage. Du brauchst immer Essen. Eigentlich die meisten. Aber nicht alle. Okay, Lorenz. Mit wem kann ich dich zusammenschmeißen, wo du noch nicht den Support, den B-Support hast? Ah, den Hilda kannst du aber jetzt freischalten. Alle anderen hast du zumindest dann einen B-Support. Hat Manuela schon gegessen? Nie. Mariana und Ignaz können wir da aber hier nehmen. This food is a revelation. I like this dish. Okay. So, dann. Da bist du nicht mit dabei.
Der Lorenz und Manuela. I did not expect much from the dining hall. This is a wonderful Wer fehlt denn jetzt noch? Igna, nicht Igna, ist Raphael, Lysithea und Harpy. Ich habe 3 Punkte noch. Aber Harpy hat zumindest 3 Punkte. Das heißt, wir geben jetzt noch Igna, nein, Raphael und Lysithea noch was. Ob ich mit Geschenken auch die Motivation steigern kann? Dann würde ich das vielleicht gleich mal mit Geschenken versuchen. Oder ich kann sie in die Sauna mit einladen. Vielleicht motiviert sie das ja auch. Wir nehmen einfach Harpy mit in die Sauna. Machen wir es so. Vielleicht hat sie Bock. Mal gucken, wie lange sie durchhält. Boah. Ich glaube, sie ist gleich fertig. Ja, ich glaube, Harpy ist fertig. Wir gehen. Was hat ihre Zuneigung erhöht, aber nicht ihre Motivation. Naja, auch nicht schlimm. So, ich habe jetzt noch einen Punkt. Das heißt, wir können das Turnier machen. Ich werde mich aber das einmal kurz speichern und das Turnier gegen mich nochmal versuchen. Vielleicht klappt das ja. Wie viele Angriffe habe ich denn mittlerweile? 19. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Wir haben ja gespeichert. Schauen wir mal. Ja gut. Ja gut. Man konnte nicht irgendwie, ne? Ah, aber das funktioniert wirklich. LR plus minus. Dann kommt man jetzt in Title Screen. Aber hey, zumindest wird der Schaden immer weniger, den die mir machen. Jetzt muss ich nur noch mal selber irgendwann mal Schaden machen. Dann können wir zumindest das andere normale Turnier mal machen. Elva, danke für 49 Monate Treue. Super geil von dir. Warum bekommt man das auch so früh? Ich habe keine Ahnung. Man kann es einfach nicht schaffen. So. Nein. Das Bogenschützturnier. Das lasse ich, glaube ich, sogar Leonie machen. Die hat nämlich eine sehr gute Verteidigung. Die sollte da eigentlich locker durchkommen. Hubert? Hä? I'll celebrate later. Okay. Dann Bernie. Ein Schaden. That takes care of that. Schon hatte ich gerade 6 Schaden bei Bernie plötzlich? Oh doch, der hat auch 6 Schaden gemacht. Wo habe ich dann einen Schaden gelesen? Hä? Ich sehe schon das Fenster. That takes care of that. So, Ash haben wir auch an die Wand geschossen. Ja, Petra macht immerhin schon mal 3 Schaden. Können wir uns einmal nochmal heilen, das ist eh schon das Halbfinale.
Ah ja, man sieht, die gute Verteidigung von Leonie zahlt sich aus. Die Sache ist, besiege ich sie überhaupt rechtzeitig? Weil man hat ja, glaube ich, auch nur so und so viel Runden Zeit. Nee, eben nicht. Wenn du nicht innerhalb von 4 Runden gewinnst, hast du verloren. Okay. Dann halt nicht. Dann kann ich meine Punkte auch anderweitig verschwenden. Da kann ich ja doch mit Harpy noch essen gehen. Oder mir noch ein Seminar anhören, um meinen Glauben zu stärken. Warum hat sie dann gewonnen? Das würde ich auch gern wissen. Sie hat mich auch nicht besiegt. Ja, eigentlich stimmt. Eigentlich hätte ich ja gewinnen müssen, weil ich mehr KP habe, aber... Nee. Ich wurde betrogen. So, Rhea. Bring mir mal was bei. Wenn du irgendwann spawnst. Ah, hi. Professor, I know. I forgive. Just know that. Fortbildung in Glaube, bitte. Okay. Hätte auch besser sein können. Tja, Rhea, ich muss dich jetzt leider einmal mit Geschenken noch vollpumpen. Ich will den A-Support noch haben. Wir müssen uns mal ein paar Eulenfedern holen. Das ist schon ein bisschen Betrug beim Turnier, das stimmt. Oh, da liegt noch was. Mandeltee. Warum liegt hier plötzlich so viel Stuff? Habe ich den vorhin übersehen? Bin ich so blind? Hello there. Ach ja, und Fischen wollte ich auch noch. Jetzt, wo ich das hier gerade sehe. Nehmen wir einfach mal eben die 5 besten Köder, dann können wir damit gleich einmal fischen gehen. Was haben wir denn hier so für Sachen? Nicht wirklich, was so klingt, als würde Rhea das mögen. Hast du noch andere Geschenke? Beliebter Frauenohr. A pleasure doing business with you. Was? Warum machen Allergietabletten müde? Weil das im Kopf, also das, was müde macht, das Zeug im Kopf, das erzeugt auch Allergien. Und wenn man, beziehungsweise andersrum, fangen wir von vorne an. Das, was Allergien auslöst, das bremst man ja mit den Allergietabletten. Aber das, was Allergien auslöst, ist gleichzeitig das, was einen auch wach hält, unter anderem. Dementsprechend, dadurch, dass man das, was die Allergien bremst, blockt man damit auch das, was einen auch so ein bisschen wach hält und dadurch wird man müde. Deswegen machen Allergietabletten müde. Ah, da. Das ist auch gut für Gläubige. Wenn der A-Support überhaupt schon geht. Aber ich möchte zumindest sehen, dass es überhaupt einfach machbar ist, dass er mir da anzeigt, hey, hier könnte dein A-Support sein. Das möchte ich eigentlich nur erreichen. Ob ich ihn dann auch kriegen kann oder nicht, ist dann die andere Sache, aber zumindest, dass er mir anzeigt. Und wie bleibt man dann wach, wenn man gar keine Allergien hat? Ich sag mal, das Zeug... Es schlägt ja nur aus, wenn da was kommt, was Allergien auslöst. Im Normalfall macht es ja nichts. Es übertreibt dann nur ein bisschen, wenn dann eine Allergie kommt. Und es ist auch nicht bei jedem so. Also nicht jeder reagiert da so drauf. So, Blumenschmuck. Okay, Moment, dann... Statue der Göttin. Die magst du sehr. Wie sieht's bei dir aus? Was? Falscher Knopf. Immer noch nicht. Dann drücken wir einfach noch mehr rein. Ich drücke einfach alle meine Blumen rein. Ich habe so viel, eh.
So. Alle Blumen reingedrückt, die ich hatte. Oh. Ist zumindest jetzt schon mal drin, dass ein A-Support potenziell möglich ist. Aber ich muss noch ein bisschen gedulden bis dahin. Also, aber es ist zumindest schon mal so weit, dass wir ihn dann freigeschaltet haben. So, dann holen wir uns eben den Support mit Dorothea. Die wir irgendwie random auch wohl mit, ja, angemacht haben. Oh no. Hat jemand den A-Support mit Dorothea schon mit Rhea mal gesehen? Nicht, also bisher noch nicht, deswegen will ich den ja auch sehen, einfach aus Interesse. Hören wir uns Dorothea mal an. Well, I had fun today. Of course. You want to see me again, yes? Of course. I'd love to, Dorothea. Well, until we meet again. Oh, hello, Professor. Were you watching that? Gestern war es jemand anderes. Yes. Is there a problem with that? Look, I know what I'm doing. My claim as a diva won't last forever after all. I must look to the future. As a man, you may not feel so rushed about these things, but I know my beauty will eventually fade. Das Alter bereitet mir schon Sorge. You? Really? I never would have guessed. Anyway, I'm not just playing games with these boys. This is for my future. You have no right to object. I very much want to find a good partner here at the Academy. Someone who will take care of me for the rest of my life. Finding someone to take care of me? Of course it is. Who could ask for anything more? Anyway, I value your opinion, Professor, but I won't have you interfering with my life plans. Unless you'd like to take care of me into my old age. That'd be something, eh? How about it, Professor? Ja klar. I wasn't... You aren't being serious, are you? I was just teasing. Or did you really just consider spending your whole life with me? If you did, that actually makes me... It makes me happy. I had no idea you might look at me that way. You've gotten awfully quiet. You might even be blushing a bit. Have I embarrassed you? If so, I'm very, very sorry. I should be going anyway. I'll see you later, Professor. Erstmal direkt im C-Support angebaggert und einen Antrag gemacht. So, dann sind wir hier soweit fertig. Das heißt, it's Support Time. Claude und Marianne B-Support. Marianne, please accept my apologies for my behavior yesterday. I'm not sure what you mean. Asking you about your family like that was pretty insensitive of me. No matter how curious I am, that's no way to treat someone. I'm sorry. Oh, no. You weren't being insensitive. I just didn't want to talk about it. I don't spend much time talking about myself. Not to people, anyway. If not people, then with who? Unpeople? Non-people? Well, yes. I'm much more comfortable talking to anyone who isn't a person. I was actually joking, but now I'm mystified. Who is it you like to talk to? Dorte the horse. Ah, of course. Good old Dorte. And does he understand what you tell him? We understand each other. He tells me when he's sleepy, or when his stomach hurts, or if his nose itches. Sounds like a complainer, that Dorte. But let's table this fascinating discussion for just a moment. Now that we've gotten in some small talk, I'd like to know what you're hiding. You are hiding something, right? Your lineage, perhaps? No. If I'm wrong, I'm wrong. If it's all just idle gossip, that's fine too. But if it's something silly like, my ancestors were cursed, therefore I'm cursed, you should know that I won't accept that nonsense. That sort of thinking is stupid, and that's all there is to it. Say your ancestors were thieves. Does that make you a thief, even if you've never stolen a thing? Of course not. But people have burdens to bear from the moment they're born. My burdens are so big that I'm sorry, I can't discuss this anymore. People certainly are born with burdens. She's right about that. But Marianne,
Don't you know that you can choose not to carry them? Tiefgründiger Claude mal wieder. Xeno, danke für 2 Monate Treue. Super geil von dir. Claude mit Baltus, auch der Base-Support. Hey, Claude. Care to pick up where we left off? I got some time to kill. You'll have to kill time on your own, I'm afraid. My calendar's full at the moment. Ah, don't be like that. You're not afraid I'm gonna expose your true identity, are you? I would never. Besides, my own bloodline isn't so lofty that I can get away with something like that. I bet your father would just love to hear you say that. And the Albrecht family is from a distinguished noble house, so I'm not sure what you mean. Not as distinguished as you would think. And my mom wasn't born a noble. Ah, the plot thickens. So, your mother was a commoner then? In a sense, but it's complicated. Listen up, and I'll tell you a little story. You know Kupala, yeah? Those folks have been living in the mountains of Fodlan's throat for ages. I know it well. Tales of that place were carried on the wind to where I grew up. Here's my favorite. In a land surrounded by tall mountains, untouched by civilization, lies a hidden village. The people who live there, the mystical Kupala tribe. They say that an ancient and powerful bloodline runs through their veins to this very day. Don't try to find them, people say, or you're liable to get hexed. Or so the tale goes. That part was probably added to spice up the story a bit, but even so, there's certainly a mysterious lot. They don't leave their homeland too often, so it's only natural that strange rumors would arise. And your mother, is she really some kind of Kupala princess or something? Not a princess, but she was born and raised there. She left, got lost, and was rescued. By my dad. Ah, he fell head over heels for her. Made her his wife. That's when her troubles really started. Did your father tell anyone where she was from? Of course not. But it didn't matter. She was still a stranger of questionable lineage. The family treated her horribly. That eventually led to them splitting up and my dad remarrying. That's not an uncommon circumstance for a noble house. Where is she now? With nowhere else to turn, she went back to Kupala, even though my pops tried to convince her to stay. I'm guessing you two left for much the same reason. Too hard to put up with the foul treatment, right? That's part of it. If my mom had been Fodlan nobility, my life would have been very different. So, what do you think? Did I drum up some empathy? After all, half of your blood comes from... I hear you, Balthus. Can't say I don't empathize, though our circumstances are pretty different. So you admit it then! I knew I was right about you. My instincts are second to none. Your instincts, right. Look, if it makes you happy, you just go on believing whatever you want. I'll do just that. Say, Claude, it'd be a shame if your true identity was exposed, yeah? A real shame. I'm thinking you better... set up a meeting between me and your mom? She was my first crush, after all. I had it bad for her back in the day. I'm still haunted by the fact that I never had the chance to tell her. That's... bothersome. And that aside, you do know that time didn't exactly stop for her, right? Not a problem, pal. Age is beauty. Didn't see that coming. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, hier, ja, ich kenne deine Identität, also Money. Und er einfach so, also, ne? Deine Mutter. Okay. Aber schön, dass man mal was jetzt auch mal... Wir hatten im ersten so hier so Andeutungen, wo Claude vielleicht so herkommt. Hier so mal, wo Baltus herkommt und... Keine Ahnung, Baltus möchte jetzt, keine Ahnung, Schwiegerdaddy von Claude werden. Und dann steht er da so vor Claude und denkt sich, meint er zu ihm, call me Daddy. Okay. Ah, there's yet another option. Lawrence, what are you doing? Oh, hello, Hilda. I'm using these pieces to represent soldiers on the battlefield. This will allow me to better visualize concepts of strategy. Very good. Is it fun? Oh, it is utterly engrossing. Look, swap out just certain pieces for others, and the board completely changes. Irgendwie vor Hilda so langweilig.
Then, even considering the same types of units, employing different individuals calls for a new set of plans. Oh, I see. Or I kind of see. It's hard for me to grasp really complex things like this. Nonsense. It's thanks to your many requests that I've been adapting my fighting style of late. Working to accommodate you has convincingly shown me how essential it is to rethink tactics on a continual basis. After all, the risk of getting hurt is greatly reduced if you are prepared for any situation. So now I will be ready for anything. Lawrence, you're so wonderful, I'm at a loss for words. I'm not just saying that to flatter you either, honestly. Tell me something, Hilda. Did you make all of these ludicrous requests of me purely so that I might have the opportunity to develop myself? Because if so, I am deeply moved. Thank you for caring so thoughtfully and passionately for my personal growth. You're welcome. If you will permit me to return the favor, I do have one request to make of you. Will you hear me out? I'm not usually one for fielding requests, but I can make an exception in your case, I suppose. I would be so pleased to have the opportunity to observe you in action, in the heat of battle. Would you be so kind as to oblige me? Oh, very well. You've convinced me. But if it gets too intense, you'll help me out, right? Muss man noch mal gucken, wer von beiden stärkeren Werte hat. Lorenz. So 17 Stärke, 14 Verteidigung, aber ist eher ein bisschen magisch. 24 Stärke, 17 Verteidigung. Ich würde sagen, Hilda ist schon ein bisschen stärker. So, Hilda Ignaz, B-Support. Where is it? Oh, hello there, Ignaz. Yes, hello, Hilda. What's the matter? Oh, it's just that I'm looking for a book. I can't seem to find it anywhere. I think it might be on one of the high shelves. Could you give me a hand? Ist der nicht kleiner? I'm really sorry, but actually... Some people got hurt while training in magic. I'm rushing to grab some medical supplies. Whoa, that sounds serious. Don't let me stop you in that case. Thanks. I'll be right back. Sorry to keep you waiting. Now, what was the book you were looking for? Is everyone okay? Yes, it turned out to just be some scrapes and bruises. Oh, is that the book? Yes, I went and grabbed a ladder. That made the book much easier to find. Ah, huh. You could have just asked someone else for their help. Well, you said people were hurt, so I just figured everyone had more important things to do. Honestly, I don't love heights. It was a bit scary up there, but here we are. I managed. I see. Well, I'm sorry I couldn't help. Why are you apologizing, silly? Surely first aid is more important. I thought you might wait for me to come back, that's all. Oh, but giving first aid, that's not an easy job. I figured you'd be worn out. The last thing I want is to push you too hard. That's thoughtful of you, Hilda. Thanks for watching out for me. Oh, don't mention it. Do my cleaning again and we'll call it even. You did such a lovely job last time. The floor was practically sparkling. I swear the air even tasted cleaner. I'm glad you liked it. You're really good at giving compliments, you know that? I suppose that's why everyone's so eager to help you with things. Exactly. By heaping praise on people, they're more eager to help me in the future. Das ist eigentlich ziemlich gute Psychologie, die sie da anwendet. Mehr oder weniger wahrscheinlich unterbewusst und nicht so smart, wie man eigentlich denken würde, aber es ist halt so die Sache, wenn man den Leuten, auch wenn man Leute eher darum bittet, etwas zu machen, anstatt ihnen das zu befehlen, sind die das ja eher gewillt, das zu tun. Weil wenn du jemanden darum bittest, erzeugst du die Illusion, dass er das aus eigenen Stücken macht. Und Leute machen eher was, wenn sie das selbst entscheiden, als wenn andere das für sie befehligen. Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich, aber das ist so Psychologie, mit der man Leuten sehr leicht beeinflussen kann. Oh, but that's not what's happening here. I was really, truly impressed by your cleaning skills. I wish I had everything figured out like you.
Ich denke mal, es gibt sicher genug Leute, die einfach von der Psychologie richtig viel wissen und einfach jeden richtig schön einfach, ja, so ein bisschen manipulieren können. Whoa! Easy there, big guy! I'm fragile, you know. Stand back, Hilda. I've got this. Whew! Thanks for the help, Balti. Are you okay? Want this? It's nothing. Oh! Ouch! You didn't have to do that, you know. I didn't ask you to get yourself beaten up. If I thought I might have to break a sweat, I'd have gotten out of there myself. I know, but I can't help but worry when I see you in a tight spot. Holst told me to keep an eye on you and all. It's the least I can do. Huh. I didn't realize you were still in touch with my brother. No, this was ages ago. Told me if anything happened to him, it was up to me to look after you. What could possibly happen to Holst? He's indestructible. True, but what would he think if I let you get hurt when I could have saved you? Not on my watch, pal. Ha! Good point. He'd kill you. It's a real concern. I may be the renowned king of grappling, but I still wouldn't want to take on Holst. He'd tear you to pieces. But if you did get killed trying to protect me, Holst would be crushed. Not as crushed as if something happened to me, but still, he'd be broken up about it. Maybe so. But in that case, at least he wouldn't think I'd messed up. As much as I believe in Holst, he also believes in me. Because of that, I won't ever let him down. And on that note, even if you think I'm in over my head, don't worry about it. I'd like for you to believe in me too. I can't stop worrying about you on command. That's not how worrying works. Fair. But I do what I do because I want to. If it lands me beneath the dirt sooner than later, well, save your tears for my funeral. Ugh, I hate when people talk about death like it's no big deal. Try to keep your stupid heart beating, alright? Ich frage mich ja, wie hart muss dieser Holst denn bitte drauf sein? So wie die alle über ihn sprechen. So, dann wären das auch alle Unterstützungsgespräche. Dann sind wir mit der Erkundung auch erstmal fertig. Aber ich würde sagen, wir machen immer noch eine kurze Pause. Und dann geht es weiter in die Unterricht und in die Sidequests. Von daher, bis gleich.